Mit den klassischen Door-Shape-Merkmalen kommt das Crazy Fly Slicer in 154 daher. Als einziger Unterschied, wir haben hier die breiteste Stelle der taillierten Outline, wurde etwas weiter noch in die Tips hineingezogen. Insgesamt kann man bei diesem sehr leichten Board von einer perfekten Verarbeitungsqualität sprechen. Dieses Shape-Konzept, auch mit einer Rockerlinie von nur knapp über 3 cm, kann den Leichtwind-Attributen wie sehr frühes Angleiten natürlich vollständig gerecht werden. Was hier wirklich beeindruckt, ist ein außergewöhnlich hohes Beschleunigungspotenzial und für diese Boardklasse eine außergewöhnlich hohe Geschwindigkeit. Auch beim Höhelaufen auf dem Ammenkurs kann man sein Häkchen hier bei der 1 klar setzen. Man braucht nur einen sehr geringen Aufkantwinkel, um eine maximale Höhe zu ziehen. Die 4 Finnen sind vorwiegend auf der Backside montiert, sprich eine ist mittig montiert und die äußere Finne auf der Fersenseite. Diese sorgen natürlich auch für eine optimale Hemmung der Abdrift. Da auch ein Anfänger hier intuitiv die richtige Stellung auf dem Board einnimmt, eignet sich das Crazy Fly Slicer für eine riesige Bandbreite an verschiedenen Fahrkönnen. Klar, die 4 Finnen greifen hier schon konsequent, sodass man halt einen doch etwas über mittleren Kraftaufwand benötigt, um das Board unter sich zu drehen. In puncto Drehfreude ist das Crazy Fly Slicer mit Abstand das Beste, was wir in dieser Länge bislang gefahren sind. Mit einem etwas erhöhten Druck auf dem hinteren Fuß, klar, den muss man schon konsequent geben, können hier enge Radien gezogen werden mit vollem Zug auf der Kante, wie man es aus dieser Boardklasse her bislang noch nicht kannte. Man merkt sofort, dass es hier sich um ein straff und sportlich abgestimmtes Board handelt. Die etwas über mittelharte Gesamtabstimmung, die ist durchgehend, auch bis in die Tips. Trotzdem ist hier dieser Flex nicht unkomfortabel. Man hat jedenfalls stets eine wirklich gute Kontrolle. Das Einzige, was das Board halt nicht mag, ist halt so, was man auch eben gesehen hat, Belastung über genau die Mitte des Brettes. Aber da kommen wir auch gleich beim Springen und bei der Landung noch dazu. Man kann hier insgesamt von wirklich einer sehr hohen Kontrolle sprechen. Das Board ist aufgrund seines geringen Gewichtes, trotz der großen Abmaße, wirklich willig, jeden einzelnen Lenkbefehl und jeden Steuerimpuls über die Füße halt zu 100% umzusetzen. Das Crazy Fly Slicer bietet bei eingehakten Sprüngen einen sehr schönen Kantengriff und was natürlich sehr schön ist, auch gerade für den Novizen in diesem Bereich, ist, dass man hier nicht besonders stark aufkanten muss, sondern das Brett halt produziert wirklich von allein schon sehr viel Griff auf der Kante. Klar, der Profi kann es halt natürlich noch optimaler nutzen, um möglichst viel Leinspannung zu erzeugen, sodass halt auch bei Leichtwind hier schon ansehnliche Sprünge möglich sind. Das leichte Bordgewicht macht es natürlich in der Luft gut kontrollierbar. Einzig und allein schnelle Drehungen sind natürlich insgesamt etwas langsamer, als man es von einem sportlicheren und kürzeren Twin-Tip gewohnt wäre. Aber wenn man diese Klasse hier von Leichtwindboards betrachtet, dann ist das Ganze hier mehr als spielerisch. Und selbst anspruchsvollere, ausgehakte Freestyle-Tricks lassen sich mit diesem Leichtgewicht ohne weiteres vollziehen. Wir haben ein sehr schönes Lösen des Brettes von der Wasseroberfläche, was wichtig ist. Wir können aufgrund dieses Flexes und der Drehfreude haben wir auch diesen kurzen progressiven Ankantvorgang, der für viel Load auf den Leinen sorgt. Das Einzige, was das Board nicht besonders mag, sind plane Landungen. Hier wird ganz klar
Immer vorausgesetzt, dass man mit dem Tail First landet. In den nächsten Aufnahmen, die ihr gleich sehen werdet, ist das schön zu sehen. Da haben wir es noch etwas langsamer gezogen, weil dann sofort die Spitze auch nach unten neigt und man dann natürlich einhakelt und naja, dann geht es halt in den Bach. Insgesamt bietet das Crazyfly Slicer in Vollcarbon hier mit im Vergleich des Marktes die besten Fahrleistungen. Das heißt, Beschleunigung und Geschwindigkeit ist hier wirklich ein fast schon neues Level. Das ist ganz exzellent gelungen. Dazu kommt eine Drehfreude, die mit einem überschaubaren Kraftaufwand ganz sauber zu steuern ist, die extrem Spaß bringt und auch zum Spielen animiert. Das Ganze ist für den Einsteiger so gestaltet, dass er halt mit geringstem Aufkantwinkel schon optimal Höhe laufen kann, was halt für viele natürlich interessant ist und dass es halt einfach sehr früh gleitet. Also die Bandbreite, wo das Board halt vom Fahrkönnen Spaß bereitet, ist immens. Klar, dass es jetzt halt bei Landung oder halt Freestyle-Tricks, wenn man es plan landet, halt nicht optimal funktionieren kann. Das ist konzeptionell bedingt bei all diesen Boards natürlich so. Nichtsdestotrotz ist Crazyfly hier einfach ein Board gelungen, was überhaupt keinerlei Mitbewerber scheuen muss, sondern eher andersrum. Man kann sich hier an diesem Modell in dem Leichtwind, in dem sportiven Leichtwindbereich auf jeden Fall darf sich das Modell hier als Messlatte bezeichnen. Zudem ist hier die absolut hochwertige Verarbeitungsqualität für einen Preis von 949 € unserer Meinung nach absolut seinen Preis wert.